Radstraßen in Kirchheim. Eine kurze Ortserkundung. Radstraßen in Kirchheim. Kirchheim soll endlich eine echte Fahrradstraße bekommen. Wir machen eine kleine Ortserkundung. Ja, Kirchheim soll eine Fahrradstraße bekommen. Eine einzige, eine erste. Eine Fahrradstraße sollte nicht verwechselt werden mit einem Radweg oder womöglich mit einem Todesstreifen. Eine Fahrradstraße bezieht sich auf den Radverkehr und auf die gesamte Fahrbahn. Dort wird dann die gesamte Verkehrsfläche vorrangig für den Radverkehr genutzt. Es ist hier auch gestartet, weil es im Grunde auch ein wichtiger Anfangs- und Zielpunkt ist, der Route, die mit der Bismarckstraße zusammenhängt. Wer nicht aus dem Osten hierher fährt zum Bahnhof, der kommt über die Bismarckstraße, Stiegelstraße, Ziegelstraße, Schöllkopfstraße hierher. Rechtsgrundlage ist Nummer 23 zu Zeichen 244.1 in Anlage 2 der Straßenverkehrsordnung. Fahrradstraßen kommen dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten wäre. Kirchheim hat großes Potenzial für Fahrradstraßen. Es fehlen durchgehende Verbindungen in Nord-Süd-Richtung und in Ost-West-Richtung. Es fehlt eine brauchbare Verbindung um den Alleenring. Es fehlen akzeptable Verbindungen in die Wohngebiete. Es fehlen schnelle Radwege zu Schulen und Einkaufszentren. Es fehlt viel, weil man in den letzten Jahren nur auf gefährliche rote Todesstreifen gesetzt hat. Klar, das ist einfach. Da muss man als Planer nichts denken und kann stattdessen schnell mit billiger Farbe malen und tut niemand weh. Trotz geringer Akzeptanz steigen dort die Unfallzahlen deutlich. Das scheint man mittlerweile auch in der Stadtverwaltung erkannt zu haben. Kirchheim bietet beste Voraussetzungen für Fahrradstraßen. Wenn man denn nur wollte. Oh Gott. Das ist unglaublich.
Kirchheim ist also drauf und dran, das jetzt auch zu machen. Man kann es im Grunde ganz leicht definieren. Das ist eine Straße, wo der Radverkehr den Vorrang haben soll. Die Bismarckstraße ist nur ein Beispiel. Dort präsentiert sich der wahrscheinlich kürzeste Radweg der Welt. Den habe ich in einem anderen Film bereits vorgestellt. Die Abonnenten unter euch wissen natürlich längst, wovon ich rede. Also Daumen hoch und lass dein Abo da. Es kostet nichts und ist nicht umsonst. Den anderen verlinke ich meinen Film zum Game of Toilet Paper in der Infoleiste. Die Bismarckstraße ist sicher das prominenteste Beispiel. Sie eröffnet zusammen mit der Lichtensteinstraße und Tannenbergstraße die perfekte Verbindung in östlicher Richtung. Weiter nach Westen bieten Stiegelstraße und Ziegelstraße eine ideale Verbindung. So wäre über die Hahnwaldstraße das Luk, die Wohngebiete auf dem Nücherberg und die Bürgerseen Richtung Westen nach Nürtingen sicher erreichbar. Und natürlich böte sich ein idealer Anschluss in die Dettinger Straße und zur Fußgängerzone mit tollen Einkaufsmöglichkeiten. Damit wäre zumindest eine Ost-West-Verbindung geschaffen. Es gibt Bedarf für eine weitere Ost-West-Verbindung, aber das scheint irgendwie vergessen. Aber das ist mal einen anderen Film wert. Vor der Anordnung einer Radstraße übrigens müssen die Bedürfnisse des Kraftfahrzeugverkehrs natürlich wohlwollend berücksichtigt werden. Während unserem Aufenthalt in der Bismarckstraße waren übrigens 27 Radfahrende unterwegs, uns ausgenommen. Dazu kommen 9 Fußgänger, 5 Kinder auf Tretrollern, 4 Kinderwagen und 3 Autos. Während unserem Aufenthalt in der Stiegelstraße waren es 29 Radfahrende, 21 Fußgänger und 2 Autos. Ja, der Autoverkehr hat natürlich größte Bedeutung in der Kirchheimer Innenstadt. Und ohne Lärm und Gestank würden wir selbstverständlich alle auf der Stelle verhungern. Aber mit etwas Vernunft und Wohlwollen zeigt sich das Potenzial, das Kirchheim den Radfahrenden bieten könnte, wenn man denn nur wollte. Wenn man denn nur wollte. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und denkt an das Abo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.